Also in der Frauenkommission der Kreisleitung der SED, da war ich dann als Brigadeleiterin, als Meisterin und dann waren Ingenieurinnen, ja, verschiedene Ingenieurinnen, die eben auch Kaderleiterinnen waren, also Personalleiterinnen in Betrieben waren, ja, oder die dann Prokura hatten in verschiedenen anderen Betrieben. Das waren eigentlich recht wenig. Meine Generation musste ja erstmal für bestimmte leitende Positionen herangebildet werden. Das waren damals zunächst erstmal die Männer, die schon eine bestimmte Position hatten. Aber es waren noch nicht so viele Frauen da, die eben die Ausbildung dementsprechend hatten. Es gab noch nicht so viele Ingenieurinnen, das war noch recht wenig. Und meine Generation, ja, 69 war ich 21, ich musste ja erstmal herangebildet werden. Ja? Und die anderen eben auch. Und das hat ja eine gewisse Zeit gedauert. Und damals hat man ja schon angefangen mit meiner Generation, ja? Was vermutlich nachher später so ein bisschen wieder ins Stocken geraten ist, nehme ich an. Ja? Wie so vieles. Es ist so vieles in den 70er, 80er Jahren nachher wieder ins Stocken geraten. Ja? Obwohl es gab dann schon sehr viele Frauen in leitenden Positionen, wenn ich mir so angucke, in den Schulen, die Lehrerinnen, das waren meistens alles Frauen. Also gab es ganz wenig Männer. Und in Kindergärten, Kitas sowieso, alles Frauen, keine Männer. Ja? Also in bestimmten Bereichen hat man da schon sehr viele Frauen gehabt, aber in der Wirtschaft eigentlich so weniger. Ja? Und in der Wirtschaft hat sich das dann so nach und nach erst entwickelt. Und darauf haben wir damals gedrungen, dass sich das da entwickelt. Aber das muss vermutlich, ich bin ja dann nachher 77 da weggegangen, ja, da hat sich das dann, muss das irgendwann mal ins Stocken geraten sein. Ja. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ne? Ich meine in der Wirtschaft, ja, in der Wirtschaft. Und in der Politik auch. Ne? Ich hatte eben auch, als ich ein kleines Kind hatte, auch Glück. Ich konnte eben da auch noch mit kleinem Kind noch studieren. Ich hatte eine Oma, die das ernstens übernommen hat. Ich hätte auch andere Möglichkeiten gehabt. Ich hätte eine Kita als Möglichkeit gehabt. Ne? Ich hätte vorübergehend eine Wochenkrippe als Möglichkeit, hätte ich alles gehabt. Ja? Das gab es alles. Ne? Und, aber was ich damals, ja, ich bin dann 82 vom Studium von der Parteihochschule zurückgekommen, mit dem großen Titel dann Diplom-Gesellschaftswissenschaftlerin und wurde dann auch eingesetzt, war der Mitglied des Sekretariats der Kreisleitung der SED von 82 bis 89. Und, aber da muss ich natürlich dazu sagen, gab es da schon ein paar verknöcherte Männer, wo man sich doch als Frau ein bisschen mehr anstrengen musste. Da war ich nur wieder die einzige Frau im Sekretariat unter diesen Männern, ja, alte Männer, teilweise alte Männer. Ja. Und das war schon nicht so einfach. Ne? Da kam ich da mit großen Kenntnissen von der Hochschule. Ne? Und ich will nicht sagen Flausen im Kopf, aber Kenntnissen. Und die Männer, die guckten den erst einmal. Der erste Sekretär, der stand kurz vor der Rente und noch andere, ja, die schon ewig da Funktionäre waren. Und das ist eben auch ein bisschen problematisch nachher später gewesen. Ne? Die alten Semester hatten ihre Verdienste in der Antifa-Bewegung, in der Emigration und so weiter und so fort, sind aber irgendwann mal stehen geblieben. Ja? Und die jungen Frauen waren sicherlich dann in gewisser Weise geduldet. Es gab wenig im Bezirk Magdeburg,
Es gab wenig junge Frauen als Sekretärinnen, sage ich mal. Für Agitation und Propaganda war ich ja dann. Ne? Wir waren von 20 Kreisen waren wir 4 oder 5 Frauen. Ne? Also da gab es nur wieder wenig, weil sicherlich auch keine das so richtig machen wollte, ja? Muss ich dazu sagen. Ja? Es wollte auch keine so richtig machen, weil die Verantwortung einfach zu groß war. Ne? Wollte keine so richtig machen und es gab auch eine Männerklinge, ja? Das darf man nicht übersehen. Das darf man nicht übersehen, dass diese ich will mal so sagen, diese Aufbruchzeiten vielleicht, ja, in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre vielleicht noch, ja, dass das irgendwann so Art den Schematismus so verlief. Ne? Wir haben, was habe ich neulich mal gelesen, so empfand ich das noch, wir haben viele Ergebnisse erreicht und haben das, was wir uns wünschen, was wir als Ziel sehen, schon als Ergebnis erreicht und nur verharren wir das erste Mal. Ja? Und diese Verharrung ging dann bis zur Verkrustung, bedauerlicherweise. Ja?